wenn ein Kind eine Frage stellt und ein Autogramm haben möchte, dann kriegen die Kinder auf diesen Autogrammkarten von Jo auch nachher ein Autogramm. Also lohnt sich Fragen zu stellen. At the end of the movie, when you are in the goal and you run out to the team, what is your personal end? My personal end is that I've always thought that I got the goal. Yeah, I've always said like I catch the ball and that I'm holding it above my head. So my personal ending is that I get the ball. Thank you. So, yeah. Translation please. Translation please. Warte mal, Translation is okay, also er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, wie ist das dein persönliches Ende, wenn er da rausläuft und die gegnerische Mannschaft kommt auf ihn zugestürmt und er sagt, sein persönliches Ende ist, dass er den Ball fängt, dass es also positiv weitergeht. Noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die jetzt mit den Fragen sich noch schwer tun, es gibt also auch ein Buch, nach dem man fragen kann, wo das herkommt. Aber jetzt die erste Kinderfrage. Also ist dein persönliches Hobby, wenn er Fußball spielt? Okay, die Frage in Deutsch, ob Fußball für ihn Hobby ist, habe ich das richtig verstanden? Naja, aber ich gerne. Okay, ob er gerne Fußball spielt, ob es ein Hobby für ihn ist. Do you play soccer in your own free time? Is it a hobby for you? Is it relevant to know? No, I don't play soccer. I've never been into soccer or anything, so no. What do you do in your free time? I do a lot of different things. I've been with friends, snowboarding in winter, in summertime, it's most summer, holiday, and yeah. Ja, thank you. So, der erste Erwachsene hat deine Chance. Translation. Er macht mit seiner Freizeit viel mit Freunden. Jetzt musst du mir mal helfen. Ich habe jetzt mal überlegt, was ich gesagt habe. Er macht Soccer spielt er gar nicht, hat er noch nie gemacht, auch in keinem Verein. Aber er spielt gerne, fährt gerne Snowboard im Winter und trifft sich gerne mit Freunden. Wunderbar, dann machen wir die Rückübersetzung jetzt auf das Zeugnis hier, das klappt schon mal sehr gut. So, der erste Erwachsene. Eine Frage von einem großen Filmegucker. Nicht alle auf einmal? Da hinten, ja, letzte Reihe, last row. What happened to the dog? I didn't kill the dog, but I had to jump. Not that I landed on a table either. I landed on just a big mattress. Der Hund lebt und er musste aber selbst springen von dem Haus. Aber er musste nicht auf dem Tisch landen, das wäre ein bisschen gefährlich gewesen, sondern er musste auf der Matratze landen. Das war gut. Okay, das nächste Kind kann eine Frage stellen. Ja, sag laut. Wie lange haben Sie für das Stück geprobt? Für den ganzen Film oder für welches Stück? How long did you do rehearsals for the whole movie? How long did it take? It wasn't too much practice for the movie. It was just I came on the set and I played the scene that I was going to play. They just told me what I had to do, and I got paper with me home where everything I had to train on stood on the art paper. And how much time did it take to learn one paper? It didn't take too much time. It just took about half an hour. Okay. Yeah. What was casting before the movie? Before the movie, I played in another. It wasn't a movie. It was a Christmas calendar, a series, and they recommended me over to this movie, which I was on 6 auditions until I got the character. Okay. Also braucht gar nicht lange, um so eine Szene zu spielen, bis er das alles auswendig kann. Er geht da einfach hin zu dem Set und lernt da seine Sachen. Und für eine Seite Text braucht er vielleicht eine halbe Stunde, bis er die drauf hat. Und dann hat Ralf noch gefragt, Vorlaufzeit braucht man denn, bis man den Film mitspielen kann. Und da meinte er gar nicht so lange. Er hat in einem anderen Film mitgespielt und wurde dann empfohlen. Empfohlen, und er hat 5 Mal ist er hingegangen zur Auswahl
für Filme? The question was if I want to be an actor, and I don't know if I want to work as an actor because it's a really hard job, and sometimes you don't get paid because there are no movies. So maybe if someone wants me in the movie, I would say yes, but I don't think I will work as an actor. Ich habe ihn gefragt, was er denn als Beruf für sich jetzt sieht, wo er eigentlich beruflich hin will. I want to work as a documentary maker. I want to make my own documentaries from all over the world, and that's what I want to work in. Yeah, and I'm really interested in nature films, so I want to make documentaries about nature. Er will also Dokumentarfilmer werden, über Natur, hat er gesagt. Und dann gab es einen Zwischenruf. Und den würde ich jetzt ganz gerne nutzen, diesen Zwischenruf. Da gab es einen sogenannten richterlichen Hinweis. May I introduce you to the mother of your das für ihn jetzt eine persönliche Erfahrung war, die Geschichte in dem Film, als Parallele zu seinem Leben. Und wenn ich das richtig zusammenfasse, er sieht es jetzt nicht als eine persönliche Parallele. Er hat es gespielt, ihm hat Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht, dass er sein Leben porträtiert hat. Er hat die Geschichte gespielt. Which brings me to an obvious question, if I may jump in for the next child. Not your personal experience, okay. How good are you in mathematics? Not very. Okay, fine. Oh, what did you get as a birthday gift? I got a jacket, a really nice jacket, a boss jacket from my mother. Wow. Okay. And money from my father. Okay, der nächste Erwachsene hat eine Chance. Translation. Oh. Welche Szene hat dir am meisten Spaß gemacht zu bilden? My favorite scene of the movie, what I liked most at the film was when I had a shotgun, because it was a real shotgun. I had a shotgun, and that was really fun. But when I look at the movie, I think it is when I jump from the roof. Also sein tollster Part war, als er diese Shotgun, also dieses große Gewehr in der Hand hatte, weil das eine echte war und er sich ziemlich cool vorkam. Und die zweite Szene war, als er vom Dach gesprungen war, weil das auch toll war. Nächste Frage. Ja, Entschuldigung. Ja, die nächste ist, glaube ich, ein Kind. Ja, ja. Maike? My real name is Ask van der Hagen. My family, about 400 years ago, we were from the Netherlands or Holland. So my real name is Ask van der Hagen. Okay, so thank you for the question. Sehr gute Frage. Ich habe es ja fein durcheinander gebracht. So, der nächste Erwachsene hat seine Chance. Ja, oh, jetzt hier die Wortmeldung. Ganz laut. I want to know, could you bring your own ideas, your own interpretation? Yes, sometimes I could, but it was like they asked me if it would be all right especially in the scene where in the end of the movie when Mari kissed me on the cheek. It was, do you want her to kiss you on the cheek or on the lips? And I was, no, on the cheek. Also, ich habe jetzt das Ende nur mitbekommen, weil es so spannend war, wie er das aufgebaut hat. Vielleicht müsst ihr mich noch mal ergänzen. Also die Kussszene war das Thema, da haben sie diskutiert, kriegt er jetzt den Kuss auf die Lippen oder auf die Wange? Und er hat gesagt, also Wange niemals! Ja, also das war dann schon Die Frage war, ob er auch mitentscheiden konnte, was so den Filmdreh angeht, über den Inhalt. Und dann hat er gesagt, how much space do you have to interact with the director? nein,
answered the question. Und er sagte, dass er ein bisschen mitentscheiden konnte. Und zwar, die haben ihn gefragt, möchtest du, dass Mari dich auf die Wange küsst oder auf den Mund küsst an dieser einen Stelle? Und er hat, oh, doch lieber nur auf die Wange. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. So, da war hier noch eine Wortmeldung. Do you like Tom Erik in reality, or is it a nice guy? Yeah, he's a really nice guy. He's not mean at all. He's I know that I haven't contacted him in 2 years, but on the film set it was really quiet. He wasn't mean, but it wasn't like with the actors or anything. But he's really cool guy and really nice. Die Frage war, Tom Erik für den Klassenrüpel. Und das war also am Drehset ganz anders, der war voll ruhig und nett und die haben sich jetzt 3 Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Und das war also ganz der Gegensatz und er mag ihn eigentlich auch. Also er hat ja viele Sachen gemacht, wo auch alle auf ihn raufgesprungen sind, wie dem Fußball, und die tat es dann irgendwie weh. Okay, it's a soccer game, the initial scene when all the people fall upon you. Did it hurt you or how did you manage it? At that scene it was really cold. It was in November. We played a scene, so I was sitting inside in the war, and it was really a stuntman because I've been out the whole morning and I was really cold. So he got all the people up on him and I don't know. Also, die Szene wurde im November gedreht und ihm hat wohl eher die Kälte belastet und die, wo die alle auf ihn rauffallen, das war dann ein Stuntman und der hat dann das ganze Gewicht aushalten müssen, also er kam da ganz gut weg. In the movie they have changed quite much in the movie from the book, because in the book it is mainly about football cards, but also Elvis CD that the grandfather of you is having. So it's a really different story. So they just cut it all down and made a movie out of it. Okay, das Buch ist also schwerpunktmäßig anders gelagert. Da geht es also klar um Fußball-Sammelkarten, aber da gibt es doch einen Großvater in dem Buch, der da starken Einfluss hat. Und der ist hier im Film komplett rausgelacht. Vielleicht bist du jetzt viel rumgereist, also um den Film zu präsentieren, also bist du viel unterwegs in der Welt? I've been on a Norwegian tour where I were in 3 different Norwegian cities. I've been in Sweden, Denmark, Amsterdam. I've been here and Copenhagen, and I was supposed to be on the Berlin-Neukölln, yeah, but I were in the Caribbean, so I couldn't get there. Was wird dein nächstes Projekt sein? I don't have any next, or I don't have any plans in the future, but maybe if there will come a movie, I might say yes, but it's hard to be an actor and it's a lot away from school. And I've been to the Caribbean in 2.5 months, which also was a long trip from school, and yeah, so I got, yeah. Also er geht nicht jetzt die Schauspielerkarriere an, und was mir jetzt, wenn ich das kurz einflechten darf, was mir aufgefallen ist, er hat einen Satz wiederholt von vorhin. Er sagt, dass Schauspieler wenig Geld verdienen. Und er war jetzt 2,5 Monate in der Karibik, das heißt, er hat eine starke Unterbrechung in der Schule, muss da jetzt wieder anfangen. Und da will ich auch dran anknüpfen, als ich gefragt habe, ob er kommt, war dann from the 4.5 Production Company, die haben mir dann gesagt, School is first priority. So, wir haben auch die Flüge jetzt gerade so gewählt, so we travel to find the flight schedule, dass wir nur Minimum an Schultagen verlassen, also ausgelassen haben. Der muss da noch nachdenken. Ja, okay, dann der war zuerst. Hier ist Katze, kleinen Moment, dann kommst du dran, ja? Mr. Marx? How old were you when you started acting? What was your first acting job? How old I was in my first acting? I was 11 years old in my first acting, which was Christmas calendar in Norway. Sein erster Film hieß Christmas Weihnachtskalender in Norwegen, und er war 11 Jahre alt. When was the movie shot? At which year? In
which year it was shot. I don't remember which year, but it was in the winter. Okay. Nils, deine Frage? How much did the movie cost? The movie, I don't know exactly how much it cost, but it got 11 million Norwegian crowns, or 1.5 million euros from the state in Norway, so plus some extra money they had. Also der Gegenwert, die genaue Produktionskennzahl, was es gekostet hat, kennt er nicht. Der ist gefördert worden durch die norwegische Filmförderungsgesellschaft in der Höhe von 1,5 Millionen Euros, hat er gesagt. Und die Kosten, die sozusagen noch im freien Markt generiert wurden oder aufgenommen wurden durch Sponsoren und so, die kennt er nicht. Also die Kosten sind oberhalb 1,5 Millionen. Macht sich deine Mutter wirklich so viel Sorgen? Oh, he wants to know. Come on. He wants to know. Are you really worried about your son? Really, as much like the woman in the mother in the movie? It's very strange because the mother in the movie is called Andrine Sæther. She's one of the best actresses in Norway. And she's also the wife of a very good friend of mine, and a friend of us. And it was very strange for us to play with her as a mother, because she's a mother of somebody else he knows. And when he's angry with me, he says, "Oh, you're just like the mother of Joe." It was a question about the documentaries that I like to make. I like to make documentaries about nature, and mainly of animals, reptiles especially, and tropical environments. And the people on the school, they react quite different. My best friends were always like, "Oh, it's a nice movie," and I have like an ex-best friend that was a really good friend, or a friend, but I'm not a friend with him anymore, and it was the time when we were not friends. And then he just said, "Oh, your movie sucks, it's one of the worst Norwegian movies that's ever made." And then we won in the Berlin-Neukölln and over 20 others international movie prizes, so yeah. Okay. Also die Reaktion in seiner Schule, in seinem Klassenkameradenkreis wurde gefragt und er sagt, die waren also sehr unterschiedlich. Einzelne Freundschaften sind dadurch auch belastet und auseinandergegangen, weil dann vormals enge Freunde gesagt haben, was für ein bekloppter Film, und wiederum andere gesagt haben, hey, ist ja ein klasse Film, und da gab es also sehr unterschiedliche Reaktionen. Und das ist dann auch so ein bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, deutlicher geworden, als er dann so viele Preise abgeräumt hat. Er hat gesagt, um die 20 Preise, ich habe nur ein paar, also ich habe ja nur 8 recherchiert, aber da gab es dann nochmal so eine Reaktionstime in Berlin. Ja. Now the stupid question is quite obvious. How do you like Berlin? I've already had the stupid question 3 times today, so I like Berlin very well. It's a nice city, and I'm looking forward to seeing more of the city and go shopping and everything. No, I don't go. Also er ist das erste Mal in Berlin, er wünscht sich, dass er mal wieder herkommen kann, um das noch besser kennenzulernen. Und ich weiß, dass sein Bruder mal mit einer Klassenfahrt hier war, und ich vermute, dass da noch so ein paar Informationen geflossen sind. Und er wird also gerne nach Berlin nochmal kommen, um es genauer kennenzulernen. Ja, also gerne noch eine Frage, wenn da jetzt mal eine Hand hochkommt, egal ob Erwachsene, Kind, Musiker oder nicht, oder Angestellte des Kinos, da drüben auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, thank you very, very much for coming. It was a big secret, I told you, yeah. And it worked out finally, and thank you for coming, thank you for asking the questions. Ask van der Hagen!